Hallihallo, ich bin's, der Mavi. Erstmal sorry, wenn ich mich so ein bisschen komisch anhöre, aber ich bin seit gestern ein bisschen heiser irgendwie. Aber ja, ich mache jetzt trotzdem mal ein Video und heute zeige ich euch, wie ich meinen Messi dort immer hinbekomme. Der geht auch richtig einfach und den schafft ihr auch, wenn ihr zwei linke Hände habt, weil ihr braucht wirklich keine Haarnadeln oder sowas und der geht auch richtig schnell. Und ja, da würde ich mich natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen und abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Video. So, ich habe meine Haare jetzt auch nicht frisch gewaschen, die liegen jetzt schon ein bisschen platt an. Das ist eigentlich nur super praktisch, wenn man dann diesen Dutt sich macht. Also als erstes müsst ihr euch eure Haare mal so nach vorne kämmen. Und ihr dürft den Dutt jetzt auch nicht, also den Zopf nicht so weit nach vorne machen, sondern eher hinten. Jetzt macht ihr euch das Haargummi drum. Am besten habt ihr schon ums Handgelenk. Ich ziehe das jetzt zweimal ganz durch. Schon ein bisschen stramm ist. Und beim dritten Mal ziehe ich es nur so ein ganz klein bisschen durch und dann lockere ich das hier oben so, dass es hier so einen Kreis bildet. So. Und dann nehmt ihr euch die restlichen Haare, also nicht das Stück, sondern nur das Stück. Und steckt das hier, also ihr müsst das immer so stopfen. Ihr könnt auch den Zopf so ein bisschen nehmen und twisten. So. Dann lässt es sich auch besser reinstopfen. Dann steckt ihr das, hatte ich nur das Mittelteil, hier über das Haargummi da rein. Und dann so weit stopfen, bis sich dann hier so eine Wurst bildet. So, wenn ihr jetzt noch hier so Enden raushängen habt, legt ihr die vorne rum und dann führt ihr mit der anderen Hand dieses Loch vom Haargummi und steckt die Enden dann da so rein. Also ihr müsst die da so reinstopfen. So, schon sind sie weg. So, wenn ihr jetzt hier auch noch so eine kleine Strähne raushängen habt, legt ihr die einfach wieder vorne rum. Stopft sie wieder rein wie die andere Strähne. Also immer schön stopfen. Jetzt könnt ihr den Dutt auch noch ein bisschen fluffiger machen. So ein bisschen, ja, aufpeppen. Indem ihr den so ein bisschen rauszieht. So ein ganz klein bisschen. So ein bisschen fluffiger. Und ja, ich finde das einen richtig coolen Dutt, weil er halt auch ganz ohne Haarnadeln. Ich drehe mich jetzt mal um. Dann seht ihr ihn auch hinten. So, und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen dicken Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!